Hallo und willkommen zu einem neuen Tag hier auf der Baustelle. Wir haben bereits Müll weggefahren, mehrere Ladungen. Der Schuttberg ist so gut wie nicht mehr vorhanden. Cori ist im Keller und schneidet unterschiedlichste Dinge von der Wand, um vorzubereiten, dass da jetzt bald der Strom installiert werden kann. Und ich werde ein bisschen weiter verfugen. So sieht jetzt hier der Keller aus. Hier aus der Wand kommt ja unser Strom, die Hauptleitung und das Wasser. Und der Stromkasten inklusive Zähler und allem kommt hier an die Wand. Und das Wasser wird dann dort an die Wand installiert. Tja, dass der Keller jetzt hier so aufgeräumt ist, ist für euch sicherlich nicht so aufregend. Für uns schon ein bisschen, denn es bedeutet auch, dass jetzt wirklich bald hier der Hauptanschluss für Strom und Wasser gemacht wird. Und das ganze Provisorium mal ein Ende hat. Das ist alles so ein bisschen behind the scenes, habt ihr nicht so richtig mitbekommen. Aber für uns ist es auf jeden Fall ein richtig großer Meilenstein. Und von daher freue ich mich sehr. Hier wird Gerüst professionell erweitert, würde ich sagen. Bitte nicht dokumentieren. So, hier ist jetzt unsere Fassadenbaustelle am Start. Cori ist da am Ausbessern und Reinigen der bereits verfugten Teile und ich werde mich hier einer kleinen Stelle noch widmen, und zwar dieser hier. Da ist nämlich noch Zement drin. Der wird jetzt rausgefräst und dann wird es wieder verfüllt mit unserem guten Orderbein Mörtel. Also ich würde sagen, das ist hier so eine Art alte Gasleitung oder so, ist auf jeden Fall ein Bleirohr. Wenn man an so einer alten Fassade fräst, findet man wirklich allerhand interessante, spannende Dinge. Hier zum Beispiel so ein Stück Holz mal eingebaut, damit man da wahrscheinlich was dranhängen konnte. Und hier war das Bleirohr. Da ist ein Pilz. Ein Mushroom. Da ist auch einer. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wisst ihr, was das ist? Ein Kalkpilz oder was? Gehen wir über zur Reinigung. Und als allererstes wird die Wand abgebürstet. Also wenn der Mörtel ein bisschen über den Stein gekommen ist, dann probiere ich den abzukratzen. Zum Beispiel jetzt hier, dass man dann hingeht. Auch hier kann man so hin. Ja, man schmiert so ein bisschen auf den Stein, aber war ja eh schon. Oder wenn jetzt hier so zwei Spuren sind, dann kann man auch probieren, das so ein bisschen beizumachen. Ich habe es deswegen extra nass gemacht, weil dann ist es feuchter und fällt vielleicht einfach als Klumpen von der Wand, als dass alles Staub wird. Und dann würde ich halt von oben nach unten arbeiten, dass man immer guckt, okay, sind hier so Kanten, wo man ein bisschen drüber muss. Oder Pilze, die man noch abkratzen muss. Da ist zum Beispiel ein Pilz. Was ist das denn? Das ist ein Pilz. Oh no. Ja, der sitzt halt viel tiefer. Ja. Aber das passiert eh, es sind auch drüben Stellen ausgelassen. Also man muss auch noch mal
später nochmal ein paar Stellen reparieren. Ja. Ach, der stirbt doch eh wieder, wenn die Wand wieder trocken ist. Genau, und dann würde ich jetzt einmal mit dem Fugi von oben nach unten so ein bisschen hier immer die Kanten freikratzen. Und falls mal haben wir sowas, also zum Beispiel hier, vermutlich ein bisschen über den Stein, dass man immer versucht, so den Stein möglichst rechteckig wirken zu lassen. Dann würde ich dann auch so machen. Dann sieht es auf jeden Fall von außen gut aus. Die Meisterin bei der Arbeit. Ja, es sieht dann immer erstmal gut aus, weil der Stein dann nass ist, dann sieht er dunkler aus. Aber wenn es dann trocknet, dann kommt doch wieder eine Schicht. Mit der müssen wir leben, versiegelt den Stein. Okay Leute, der Tag ist schon wieder vorbei. Wir haben den Keller aufgeräumt, Schutt weggefahren und Fugen gereinigt. Und beim nächsten Mal geht es wahrscheinlich dann mit Verfugen weiter. Schön, dass ihr wieder da wart. Bis dann. Tschüss.